Ramadan, Tag 15. Wir haben die Hälfte des Ramadan-Monats geschafft. Ich habe doch gesagt, das geht super schnell. Ja, gestern war ein chaotischer Tag. Ich habe gerade das Video zu Ende geschnitten und ist gerade am Hochladen. Bisschen chaotisch, bisschen immer laut im Hintergrund. Aber ich hoffe dennoch, dass es euch gefällt, dass ich euch wenigstens ja so mitnehme und ist ja halt eben real life. Und wenn man dann für 15 Personen kocht, dann ist das doch schon ja ein bisschen hektisch. Vor allem, weil man ja alles pünktlich auf den Tisch, ne, pünktlich zur Fastenbrechenszeit bringen will. Dementsprechend, ja, chaotisch, schnell aufgeräumt, schlafen gegangen. Jetzt muss ich hier noch das gewaschene Geschirr wegpacken und dann geht es jetzt hier wieder los. Heute mache ich wieder nichts Kompliziertes, weil ich auch so ein bisschen K.O. von gestern bin. Ich mache Nudeln Bolognese, weil die Kinder lieben das. Hatten wir jetzt auch nicht, aber ich wäre nicht ich, wenn ich die Nudeln nicht selber machen würde. Und ich probiere heute einen neuen Teig, weil ich habe ja schon Hartweizennudeln gemacht und ich habe Vollkornnudeln gemacht. Also Hartweizen, ich habe ja auch hier das Vollkorn-Hartweizen. Aber ich habe Emma-Vollkornnudeln schon gemacht. Aber diesmal mache ich 50-50, also Hälfte Hartweizen, Hälfte Emma-Vollkorn. Bin ich mal gespannt, wie die werden. Weil wenn man jetzt halt nur, also wenn man Hartweizen nimmt, sind die Nudeln halt schön so ein bisschen bissfester, so ein bisschen. Ne? Aber wenn man dann andere Mehle nimmt, oder wenn man jetzt nur Weizenmehl nimmt oder so, dann ist es ja halt so ein teigiger Nudelteig. Habe ich es richtig ausgedruckt vor allem. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Deswegen will ich es mal heute so probieren. Hälfte, Hälfte. Mal gucken, wie das dann ist. Dann weiß ich nämlich, was am besten schmeckt. Ja, dann machen wir ein Brokkoli-Süppchen. Hatte ich noch nicht gemacht. Zeige ich euch, wie ich die mache immer. Schmeckt auch sehr, sehr lecker. Nachtisch mache ich auch keinen, weil habt ihr gesehen, da haben wir echt noch viel übrig. Deswegen heute ein gechillter Tag. Morgen, aber meine Lieben, da werden wir draußen essen. Ich nehme euch natürlich mit. Auch morgen gehe ich einkaufen. Ich nehme euch mit. Also morgen muss ich raus aus dem Haus. Deswegen war das ganz gut, hat mein Mann organisiert und schon Tisch bestellt, dass wir morgen draußen essen, weil ich komme sonst nicht aus dem Haus. Also Einkauf, entweder bestelle ich ganz Zeit online oder ich schicke meinen Mann, weil ich schaffe das einfach nicht. Vormittags Video schneiden und dann, sobald ich am Hochladen bin, muss ich hier schon wieder anfangen zu kochen. Deswegen komme ich nicht aus dem Haus. Also morgen sind wir unterwegs. Nehme ich euch trotzdem mit. Wir werden auch noch, ich habe ja noch viel auf meiner Liste. Wir werden auch noch Pierogi machen, ne? Oder manche kennen das auch unter Pelmine. Im Russischen heißen die Pelmine, polnischen Pierogi, im Deutschen sitzen Maultaschen. Ja, also ich habe noch ein paar Sachen, die wir auf jeden Fall noch so machen werden. Ich besorge auch morgen beim Einkauf Jufka-Teig. Dann machen wir so einen schnellen Börek zusammen. Also ich habe auf jeden Fall noch viele Sachen, die ich mit euch noch machen werde. Wir sind da noch nicht durch. Wir haben noch 15 Tage, meine Lieben. Wobei, Freitag sind wir auch eingeladen, aber da sind wir bei meiner Freundin. Da darf ich sogar ein bisschen mitfilmen. Da können wir uns fahre ich ein bisschen früher zu ihr, da machen wir auch zusammen, kochen wir. Also ich werde ihr helfen und mal gucken, was sie dann so als Menü zaubert. Ja, und da nutze ich auch den Freitag, dann nämlich, dass ich dann nochmal für die Mädels was gucke. Hier und da haben sie ein paar Kleider, aber wir gucken trotzdem mal. Ist ja immer schön, wenn man dann für den Feiertag dann einmal, ja, schöne neue Outfits hat. Euch ist vielleicht aufgefallen, ne, dass wir ja zu Hause so oft tragen, gerade auch dieses Kopftuch. Ne? Ihr seht mich immer mit diesen, ich habe dieses Kopftuch zweimal in zwei Farben. Einmal in diesem dunkelgrün, Khaki-grün und einmal in diesem braunen Taubton. Das ist so mein Hauskopftuch, nenne ich es jetzt mal, weil ich das einfach so rüberziehe. Und man hat es angezogen, also entweder mal schnell, ne, zum Beten oder so eben schnell, weil für diejenigen, die oft fragen, ich habe ja auch hier unter euch viele Nicht-Muslime, die das nicht wissen. Also ich trage zu Hause kein Kopftuch, wenn jetzt kein Besuch da ist. Ja, ich laufe hier mit kurzen T-Shirts und so weiter und ohne Kopftuch, wir alle so rum. Ich ziehe mich natürlich hier für euch an, das ist ja klar, ne? Und ja, das ist erstens bequem, geht schnell, weil ich das zwischenzeitlich auch immer wieder mal ausziehe. Und ja, weil sonst alle meine Kopftücher nach Essen riechen. Also ich mag es auch nicht, ich muss mich jeden Tag jetzt umziehen. Weil ich habe normalerweise auch immer so meine Haussachen und so weiter, aber ich will jetzt auch nicht hier im Video immer so andauernd die gleichen Sachen tragen. Oder wie gesagt, ich habe dann immer so Jogging-Sachen und so weiter. Wie gesagt, T-Shirt, Jogginghose und so laufe ich rum. Aber ja, würden meine Kopftücher jetzt alle nach Essen riechen. Das mag ich ja gar nicht. Deswegen ja immer das. Für die auch gefragt haben, die hatte ich bei Modernisa gekauft. Die sind auch, glaube ich, ausverkauft, weil
Ja, ich wollte auch noch mal ein paar andere Farben, aber die gibt es leider nicht mehr. Ist, ja, sehr praktisch. Und genauso auch die Mädels, diese so schnell, es gibt so schnell Kleider zum Überziehen, so eine Gebetskleider und so weiter, ist halt immer ganz praktisch. Aber ich dachte, ich beantworte das mal für diejenigen, die das nicht wissen, weil ja, manche denken so, wir tragen halt 24 Stunden Kopftuch. Nee. Und für die beste Frage immer, ne? Was ist, wenn der Postbote klingelt? An der Haustür ist ja mal, man hat ja mal einen Garderobenständer oder Haken, ne, wo Sachen hängen. Da hängt immer eine Strickjacke und immer eben so ein Kopftuch. Sobald es dann halt an der Tür klingelt, ne, und ich habe was kurz, eigentlich schnell Strickjacke, schnell Kopftuch rüber und dann geht man an die Tür oder beziehungsweise in meinem Fall schicke ich halt immer die Jungs raus. Deswegen ist ja auch so, ne, manche sagen, ja, warum sieht man die Mädels nicht mehr so oft und so weiter. Ja, das ist halt auch, ne, müssen sagen, ja, zieht euch mal jetzt an, ich möchte die Kamera auf euch richten. Aber was ich auch noch mit euch machen will, ist ein schnelles Baklava. Ich habe noch nie Baklava gemacht. Habe ich noch nie, aber eine Bekannte von mir macht immer ein sehr, sehr schnelles Baklava, auch mit diesem Fertig-Jufka-Teig. Habe ich gesehen und es schmeckt wirklich sehr, sehr lecker und das will ich unbedingt auch ausprobieren. Ich weiß nicht, ob wir das vorher schon vielleicht mal ausprobieren, so ein kleines Blech. Und dann zum Ramadan-Fest würde ich dann das nämlich auch nochmal machen. Ja, ich schau mal, aber das machen wir gemeinsam. Dann könnt ihr auch Baklava machen. Weil das Schwerste daran ist halt so diesen Teig selber zu machen. Meine Schwiegermama macht das ja, ne? Die macht diesen Teig so ganz, ganz dünn ausrollen, ganz, ganz viele Schichten. Aber nee, so dieses ganz dünn ausrollen, da bin ich ja noch nicht so der Profi. Deswegen, wir machen die schnelle Variante dann. Also die Hälfte mache ich jetzt Hartweizen. Ich mache jetzt 1 Kilogramm Teig. Ja, also ihr könnt immer rechnen, wenn ihr selber so einen Nudelteig macht. Ihr könnt natürlich auch schon gemahlenes Mehl verwenden. Ich habe ja eine Mühle, deswegen mache ich das jetzt frisch. Vor allem Emma Vollkorn. Ich habe jetzt hier Winter Emma. Sehr, sehr viele Mineralstoffe, sehr, sehr viele Nährwerte. Also hier eben auch, ja, nicht einfach Weißmehl, Weizenmehl, so unnötige, ne, Nudelteig, sondern hier hat man auch wenigstens noch ein paar Nährwerte, Ballaststoffe und so weiter. Auf jeden Fall müsst ihr einfach auf 100 Gramm Mehl, könnt ihr immer berechnen, ein Ei und dann eine Prise Salz und ein bisschen Olivenöl. Auf 1 Kilogramm Mehl kommen dann also 10 Eier, 1 Teelöffel Salz und 5 Esslöffel Olivenöl. Aber ihr könnt immer so rechnen, ne? 100 Gramm Mehl, immer ein Ei. 250 Gramm Hartweizen und 250 Gramm Emma. Na, wem ist der Fehler aufgefallen? Wer hat's gemerkt? 250 Gramm und 250 Gramm ergibt zusammen 500 Gramm. Ich wollte doch 1 Kilogramm Teig machen. Ja, aber umso besser. Ich wundere mich schon. Ich sage so, das ist ein bisschen wenig Mehl in meiner Schüssel. Weil ich kenne es immer, ich mache ja immer aus 1 Kilogramm Mehl immer ein Brot. Und denke mir so, das ist immer ist ein bisschen wenig. Und dann habe ich es erst gecheckt. Macht aber nichts. Ich hatte sowieso überlegt, ob ich den Teig halbiere. Weil so ein Nudelteig, der ist ein bisschen fester. Der ist sowieso eigentlich besser mit der Hand zu kneten, aber ich mache es trotzdem in der Küchenmaschine. Ich mache es jetzt im Thermomix. Und ich glaube, mit dem 1 Kilo hätte der sich eh schwer getan. Von daher macht nichts, ich mache das einfach jetzt zweimal. Dann kann der Nudelteig ruhen. Macht die Soße, die kann dann einfach so vor sich hin köcheln. Und dann machen wir die Nudeln fresh. Ich mache jetzt die Bolognese ganz schlicht, einfach nur Zwiebeln, Knoblauch schön anbraten. Ich habe jetzt auch keinen Sellerie mehr da, dass ich dann noch Sellerie und Karotten dazu gebe wie sonst. Aber ich habe ja meine selbstgemachte Gemüsepaste, da ist ja alles drin. Davon haue ich eine ordentliche Menge mit rein.
Hackfleisch und dann passierte Tomaten. Ich mache noch ein paar gestückelte Tomaten. Ich mag, wenn so beides drin ist. Ein paar Gewürze und das war es auch schon. Also wie gesagt, da ganz schlicht. Ich freue mich echt, wenn wir wieder unsere eigenen Tomaten haben und ich da wieder wirklich, inshallah, dieses Jahr ein bisschen mehr machen kann. Ich hatte ja ein paar Soßen Arabiata auf Vorrat eingekocht. Das war wirklich richtig praktisch. So, wenn es schnell gehen sollte, hatte ich wirklich so ein paar Mal frische Nudelsoße zu Hause. Das war echt gut. Ich habe auch gerade auf YouTube gesehen, da war eine Frage, welche Töpfe ich empfehlen kann. Ihr seht ja immer, ich liebe Gusseisentöpfe. Die sind schwer, die sind nicht so einfach, ne? Auch gerade beim Waschen und so muss man wissen. Aber ich mag die sehr gerne. Es gibt ja einmal, ich habe ja einmal die emaillierten, die sind ja weiß drin oder cremefarben, das seht ihr ja. Und dann gibt es einmal die schwarzen, die sind halt eben nicht emailliert, sondern einfach so Gusseisen. Die sind ein bisschen, also die sind ein bisschen pflegeleichter, ne, weil die eben so emailliert sind. Die anderen muss man so ab und zu mal nach, keine Ahnung, ich sag mal so nach 10 Mal benutzen oder so, muss ich die einmal kurz mal einbrennen. Also einfach nur ein bisschen Öl reinmachen und das kurz so ein paar Minuten heiß werden lassen. Weil dann entsteht so eine natürliche Beschichtung halt innen. Die sind ja außen sind die emailliert, aber halt eben nicht innen. Bei denen ist es halt ein bisschen einfacher, aber bei denen, die nicht emailliert sind, da kannst du richtig scharf anbraten. Hier kann man halt auch braten, aber jetzt halt, bei den anderen kann man halt so wirklich so extrem scharf anbraten. Also gerade so, wenn es um Fleisch geht und so weiter, sind die anderen noch mal ein bisschen besser. Also ich finde beides gut. Salz, Pfeffer, immer noch ein bisschen Chili rein. Oh, das ist so scharf, dieses Chili, ich muss so aufpassen. Wir mögen das, wenn es schon so ein bisschen schärfer ist. Oregano und Basilikum. Und jetzt darf die Soße hier in Ruhe vor sich hin köcheln. Dann mache ich auch schon mal die Suppe. Dann habe ich nämlich schön in Ruhe Zeit, die Nudeln auszurollen, auszuwalzen. Für die Brokkolisuppe habe ich jetzt hier Zwiebeln und Knoblauch schön angebraten. Ich mache gerne immer ein bisschen noch Mehl dazu, dann ist die Suppe einfach so ein bisschen schön cremiger. Aber ihr könnt auch mehr Kartoffeln dazu geben, ist euch überlassen. Auch kurz mit anbraten. Dann kann auch schon der Brokkoli und die Kartoffeln dazu. Etwas von der Gemüsepaste. Das darf jetzt erstmal weichköcheln. Bolognese ist fertig. Suppe so gut wie. Medium Schnippels Salat. Also fange ich schon mal an, ganz in Ruhe, ganz gechillt die Nudeln auszurollen. Ich glaube, das ist jetzt der Aufsatz für Linguine. Das andere sind Bandnudeln und das werden Linguine. Genau, so ganz dünne. Also sowas wie. Fast wie Spaghetti. Ich fange mal mit einem Teil an, damit der Teig nicht auf. Linguini? Nicht Linguine? Linguini. Ja, ja. Was denn Linguine? Linguine? Linguini. Ach so, ja, dann ist es eben Linguini. Whatever. So, erstmal immer ein bisschen plätten, damit es hier in die Nudelmaschine reingeht. So, ja, das Stecker ist natürlich nicht drin.
habe mir schon gedacht, der Nudelteig ist ein bisschen weich geworden. Weil meine Eier waren sehr groß. Ich habe es schon ein bisschen gemerkt. Aber das macht nichts. Wir machen einfach ein bisschen mehr Hartweizen hier rauf. Außerdem noch so ein Tipp, falls ihr das so ausrollt. Ich klappe dann immer die Seiten noch mal so ein, so damit ich diese schöne viereckige Form bekomme. Das klappt immer sehr gut. So einfach, nachdem man das ausrollt, noch mal schön ausklappen. So, hier geht's noch einen Ticken größer. Mit Geduld wird das schon. Ja, also geht doch. Oh, guck mal. Die sind ja richtig fein. Und da haben wir die Linguine. Oder sollen die lieber Bandnudeln machen? Die sind ja richtig dünn. Meinst du, das passt mit Bolognese? Guck mal, wie fein die sind. Die sind schon sehr, sehr dünn. In die Suppe kommt jetzt noch ein Schuss Sahne. Dann hatten wir das Ganze ja noch nicht gewürzt. Kommt ein kleiner Schuss Salz rein und Pfeffer. Das war es eigentlich auch schon. Und schon ist das Brokkoli-Cremesüppchen fertig. Oh, dieser Teig hat mir mein Leben genommen. Wie oft habe ich jetzt schon Nudelteig gemacht? 4-mal. Das liegt nicht an der Mischung an Emma und Hartweizen, sondern daran, dass die Eier sehr groß waren. Ich hätte einfach komplett ein Ei weniger reinmachen müssen. So ist der Teig sehr elastisch, sehr... Ja, ein bisschen klebrig und dadurch reißt der schneller auseinander. Also, der war jetzt nicht so einfach, wie ich letztes Mal habe ich so geschwärmt. Ne? Oh, Nudelteig ist so easy, ist so einfach. Es macht so einen Spaß. Warte, das kann hier nochmal. Aber wir haben es geschafft. Jetzt letzte Ladung, da ist schon ein Blech fertig. Jetzt noch die Schleim, dann sind wir fertig hier. Reicht. 1 Kilogramm Nudeln, dann... So, gleich kochen, bevor die alle zusammenkleben. Normalerweise müsste ich die so auf den Tisch ausbreiten, damit die schön trocknen können. Ich habe Angst, aber ich habe genug. Ja, okay, die kleben nicht. Nächstes Mal mache ich mal welche so auf Vorrat trocknen lassen. Unten im Vorratsraum oder so. Okay, so. Suppe, Essen. Zeit ist gekommen. Los, schnell. Schon. So, ui.
Ich eine Babana Best essen. Oder willst du das so eine große Portion? So, oh, jetzt hast du auch eine grüne Kappe. Jetzt verwechsel ich noch dein Telefon. So, meine Lieben, ich flitze zum Sport mal wieder. Deswegen mache ich hier Schluss. Die Nudelteig war jetzt nicht so perfekt wie die letzten Male. Macht nichts. Wir haben es gegessen, aber die waren so ein bisschen, ja. Aber hat trotzdem geschmeckt. Also, egal. Auf ein neues, meine Lieben. Bis morgen.